Hallo meine Lieben vom Wörthersee. Heute habe ich mal ein ganz besonderes Video für euch, denn ich fahre heute mal ein etwas älteres Auto. Und zwar diesen neuen 64 hinter mir. Und ich bin schon mega gespannt darauf, wie der sich fährt. Denn ich fahre ja normalerweise die ganz neuen Autos, das Neueste vom Neuesten. Und ich fahre die auch wirklich gerne. Oh mein Gott. Aber ich möchte auch einfach mal wissen, wie fährt sich denn so ein alter Porsche? Das ist Baujahr 1990, der ist quasi 2 Jahre älter als ich. Und das ist alles noch ein bisschen, ja, ich sag mal, weniger ist da mehr, sagen wir es mal so, ne? Der Wagen gehört hier dem René. Komm mal dazu. Hallo Sophie. Hi René, das ist dein Auto. Ja. Und du bist ja Liebhaber, was das angeht, ne? Ja. Du fährst aber auch einen GT3, hast du mir erzählt. Ich fahre noch einen GT3. Ja. Ich habe noch einen GT3 RS und noch einen alten Porsche, den Nachfolger vom 964. Das ist der 993. Damit waren wir erfolgreich eigentlich beim Sportscup und bei der Challenge unterwegs. Und ja. Also du bist eingefleischter Porsche-Sammler, bin sagen wir schon mal so ein ne? bisschen eingefleischter Porsche-Sammler, ja. Mit wenig Modellen. Und wir saßen gestern zusammen im Café und du hast mir voller Elan erzählt, wie toll eigentlich so ein alter Porsche ist. Ja, da habe ich versucht, dir den mal genau zu machen. Und ich fand das total super, weil René gibt mir jetzt die Möglichkeit, mit dem mal eine Runde zu fahren hier am Wörthersee. Wir fahren mal hier die Straße am Pyramidenkogel lang, die ist schön kurvig. Und da bin ich echt super gespannt drauf. Deswegen würde ich mal sagen, steigen wir mal ein und fahren los. Aber eins muss ich noch kurz zeigen. Allein das Geräusch von der Tür. Das ist richtig Porsche. Das ist noch richtig Porsche. Erzähl mir einfach noch mal so ein bisschen was Technisches zu dem Auto. Also es ist ein 964, Baujahr 1990. 964, Baujahr 1990. Schalter, also C2. Es gibt den noch als C4. Der hat schon Klimaanlage. Elektrische Fenster hat er auch schon hier. Hier, da ist der Beweis. Hat 250 PS, der ist ein bisschen aufmotorisiert mit Hilfe von Cartronic. So heißt das wohl. Wir können auch noch mal einen Blick gerne in den Motorraum werfen. Ja, gerne. Denn in den Autos sieht man den Motor noch und im GT3 ist ja nur noch eine schwarze Blende. Abdeckung, sagen wir es mal so. Ja, dann zeig mir doch mal den Motor. Ja. Öffnen wir den mal hier hinten. Und da hinten sieht man noch einen richtig schönen Porsche-Motor. Das Auto macht super Spaß zu fahren, ist ein bisschen anders wie die neuen Autos. Also ist ein bisschen nervös auf der Hinterachse, hat keine Helferchen. Aber ansonsten machen die alten Autos immer noch richtig tolle Spaß. Käfig hat er hinten drin. Die Vollschalensitze aus Carbon. Kann man vielleicht hier auch noch mal zeigen. Schön finde ich ja die roten Akzente hier. Der Käfig ist rot, hier an den Sitzen ist es rot. Ist das auch das Original oder hast du noch? Nein, das ist nicht original. Das ist nicht original? Das ist nicht original. Okay. Die Farbe ist auch nicht original, sehe ich. Also er ist eigentlich schwarz. Ja. Hast du polieren lassen, ne? Jawohl. Aber sieht trotzdem echt sehr, sehr schick aus. Das Cockpit ist ja wirklich auch alles noch sehr... Das ist noch so typisch das Porsche-Cockpit, wie das früher so gebaut wurde. Das ist beim 993. Darf ich mich mal reinsetzen? Aber selbstverständlich. Und beim 964 alles immer das gleiche gewesen. Also wir haben hier ein Kassettenradio drin. Eine Klimaanlage hat er aber schon. Klimaanlage hat er schon, genau. Und hier sehen wir die Öltemperaturanzeige. Also der hat viele Anzeigen hier, ne? Wir haben ja noch keinen Bordcomputer, also beziehungsweise nichts Elektrisches, sondern wir müssen halt uns alles hier einzeln anzeigen lassen. Nicht so wie in den ganz neuen Autos, alles virtuell hier. Genau. Elektrische Fensterheber hat er, die Gurtschlaufen für die Türöffnung. Schön mit Alcantara hier bezogen. Also hast du wirklich schon sehr, sehr schön gemacht. Dankeschön. Ich würde aber mal sagen, wir fahren jetzt mal eine Runde. Los geht's.
einstellen? Nee, Nein. Ne? Oh nein. So, probieren wir es Also mal. es wird ein bisschen schwieriger, wa? Kupplung Ja. und sowas, ist alles ein bisschen... Oh ja, krass. Warte, ich mach dir einen Liner vor. Also, wie mache ich den Rückwärtsgang? Ja. Oder Vorwärtsgang? Rückwärts fahren wir Vorwärts nicht mehr. brauchst du nur noch Ja. vor und dann nur noch nach vorne. Genau. Oder ist das der erste. Rückwärtsgang? Das ist der Rückwärts. Okay, also das ist der erste. Ja. Dann probieren wir es mal, oh Gott. Rückspiegel noch einstellen. Das ist halt normal bei so einem älteren Auto, dass ein bisschen was rappelt, ne? Ja, das... Oh, der Sound ist ja geil. Das ist schon was ganz anderes als das, was ich sonst so fahre. Ja. Wie macht man denn das Fenster hier hoch? Er hat schon elektrische Fenster hier hoch. Ja. Ah, elektrisch hat er schon. Wie viel wiegt der? Müsste 1160 Kilo haben. Und ja, war eigentlich dann schon das erste moderne Auto in der Porsche-Ära nach den G-Modellen. Also das war damals schon so in den 90er Jahren der moderne Porsche. Ja. Also der Wagen ist 2 Jahre älter als ich. Aha. Aber es ist wirklich Wahnsinn. Ich merke jetzt hier schon, ich rolle ja jetzt gerade hier nur den Berg runter, wie viel man da wirklich in der Lenkung arbeiten muss. Ja. Und die Sitzposition ist wirklich noch auf den Mann ausgelegt. Also ich komme fast gar nicht hinten mit der Kupplung komplett durch. Und der Anschnallgurt ist mir doch schon sehr hoch hier. Ich sehe bestimmt ein bisschen komisch aus jetzt, wie ich hier drin sitze. Nein, das sieht sehr sexy aus. Aber es ist cool, also Handschaltung. Einschaltung, genau. Man merkt aber wirklich alles hier drin. Also ich merke wirklich jede Bodenwelle, der Lenker, der geht so richtig mit und man muss so richtig kämpfen und der hat keine Servolenkung, ne? Der hat der hat Servolenkung, also er hat Servounterstützung. Ja. Aber es ist nicht zu vergleichen jetzt mit den neuen Autos, mit dem 991 oder GT3 oder. Also beim Wenden ist schon sehr schwierig. Bei Wenden ist schon sehr schwierig, ja. Auf der kenn- Bremse ist er eigentlich genauso gut wie die moderneren Autos. Also ich muss sagen, Bremsverhalten ist eigentlich sehr gut. Ja. Er ist eben nur sehr, weil er keine Helferchen hat, oder die berühmten Helferchen nicht hat, eben auch sehr nervös auf der Hinterachse. Also wenn man den mal so ein bisschen schneller bewegt, ist der GT3 natürlich, den du fährst, mit Hinterachslenkung wesentlich einfacher zu fahren wie diese alten Autos. Das war ja der Grund, warum ich jetzt wirklich mal probieren wollte, hier mit so einem älteren Schätzchen zu fahren. Ich kenne mich ja eigentlich gar nicht damit aus. Ja. Und ich bin so froh, dass wir uns kennengelernt haben hier am Wörthersee, weil ich wollte schon immer mal probieren, wie fährt sich so ein alter Porsche eigentlich, weil ich kenne ja nur die neueren. Ja, ja. Nur um mal den Unterschied zu testen. Und was hast du? Wie ist dein erster Eindruck? Ja, der erste Eindruck ist, du merkst wirklich noch das Auto. Ja. Ja, du merkst es, du musst arbeiten. Also, wie viele Kilometer bist du jetzt hier hingefahren? 800 Kilometer waren es von uns zu Hause. Wow, 800 Kilometer hier drin. Hier drin. An einem Stück. In einem Stück. Wahnsinn. Dieser Flair ist aber schon wirklich unbezahlbar. Ne? Der Ja. Sound von dem Wagen ist ja wirklich der Wahnsinn. Es ist ja noch der alte Boxermotor, so wie er dann damals gebaut wurde. Das ist ja das, was den Porsche eigentlich ausmacht. Und man kann sich eigentlich von so einem Auto, wenn man das dann mal fährt oder hat, eigentlich ganz, ganz schwer trennen. Das ist diese moderne Technik, die ist ja in fast allen Autos jetzt drin. Das merkst du ja auch an deinem Klar. jetzigen Auto. Ja, ich glaube, das ist nochmal so was ganz anderes. Ja, Diese Liebhaberei bei den älteren Fahrzeugen, ich glaube, da hängt man viel mehr dran als bei den neueren Autos. richtig. Ja, das stimmt. Weil da einfach viel mehr Emotion wahrscheinlich auch hintersteckt. Genau. Ich muss sagen, ich fahre natürlich lieber die neuen Autos, weil ich bin damit aufgewachsen. Ich liebe die neuen Fahrzeuge. Ja. Ich könnte jetzt für mich im Alltag mit so einem älteren nichts anfangen, weil dafür einfach so diese Liebe wahrscheinlich fehlt. Ich glaube, da muss man schon so ein bisschen Genau. reingewachsen sein. Richtig. Ne? Doch, das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist jetzt in der heutigen Zeit nicht mehr das Auto, um früh zum Bäcker zu fahren, sondern es ist was fürs Wochenende, mal zum Spaß Ja. haben.
Und ansonsten bin ich da voll deiner Meinung, die modernen Autos sind einfach zeitgemäßer. Aber so schaltungstechnisch ist es schön einfach, oder? Es ist einfach, die Kupplung ist ein bisschen fest. Ja. Man muss die wirklich noch sehr nach hinten treten. Ja, das stimmt. Das In einem modernen Schaltwagen, da titscht ja nur noch so mit der Zehenspitze dagegen. Genau, Ne? genau. Und ja, man muss schon arbeiten. Gerade ich als Frau muss da doch schon noch ein bisschen was machen. Aber ich finde, also ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ja. Ich habe ja bei mir im Porsche auch die Schalensitze, Ja. die ich nicht verstellen kann. Also ich kann die zwar nach vorne umklappen, wenn ich was hinten reinschmeißen möchte. Die habe ich auch. Aber ja. ich kann die Lehnen nicht nach hinten Ja. oder so verstellen. Aber ich finde die Sitzposition von den Schalensitzen vom Porsche, von den Schalensitzen vom Porsche sehr angenehm. Ja, das stimmt. Nur muss ich sagen, doch hin und wieder, wenn man als Beifahrer schon daneben sitzt, möchte man ja schon mal gerne vielleicht ein bisschen so sich zurücklehnen, was dann leider nicht mehr geht. Ne? Nee, das stimmt. Im GT3 RS, in dem neuen, ist es natürlich noch extremer. Der hat ja dann die Sitze vom Spider drin. Ja. Und die sind dann doch schon noch ein bisschen mehr von der Position her fest. Also da kannst du noch weniger machen. Also wenn du da ein bisschen viel bei McDonald's sitzt, dann ist das nicht mehr so schön. Ist also nur ein Auto für sportliche Leute, deswegen heißt es Ja. auch Sportauto. Oh, das ist ja Wahnsinn. Also der Sound ist wirklich toll. Der Sound ist schön, ja. Ja. Der Boxersound, das ist. Gefällt mir richtig gut. Weißt du, was ich schön finde bei Ja. dem? Da klingt nichts künstlich. Keine künstlichen Fehlzündungen. Ja, das stimmt. Ja, Da das gebe ist ich dir alles recht. so, auch bei der Fahrt wirklich alles wirklich so echt halt. So, jetzt habe ich hoffentlich einen Rückwärtsgang drin. Oh, du kommst gut zurecht, Sophia. Oh, das geht aber. Also wenn man viel Platz hat, dann geht das. Jetzt müssen wir erst einen Gang wieder reinkriegen. Super cool. Also es macht mir echt total Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Auf alle Fälle macht es, denke ich mal, was her, wenn so junge Leute wie du plötzlich irgendwo erscheinen mit so einem alten Auto. Weil sich dann jeder fragt, das passt jetzt irgendwie nicht zusammen. Das Warum? stimmt. Was hat so ein Auto damals im Neupreis, als Neupreis gekostet? 35 und 40.000 D-Mark war das bestimmt damals auch. Was würde der heute so, also wie würde der heute so weggehen, wenn er gut Also erhalten ist? Im Moment ist es der Schalter C2, den gibt es nicht so viel. Nee, also den gibt es noch viel, aber die stehen relativ hoch im Kurs. Okay. Und der liegt jetzt so bei um die 70.000. Boah, Wahnsinn. Du kannst ja dir schon fast einen neuen Porsche, Da also kannst du einen dir schon, aktuellen ja, von da holen. kannst du dir schon einen neuen kaufen. Denken jetzt bestimmt alle, ich bin deine junge Frau. Ja, Huch, jetzt ist er mir abgesoffen. Es ist passiert. Es Es ist ist passiert. Ey, es war super geil. Es hat mir echt Spaß gemacht. Also es ist echt ein klasse Auto. Was ganz anderes wirklich zum modernen Porsche. Aber das muss man eigentlich mal gemacht haben, um vielleicht auch mal zu erleben, was Porsche eigentlich ist oder ja, wo Porsche damals war und wo Porsche jetzt hin ist. ja, das stimmt. Gebe Ja. ich dir vollkommen Ey, recht, super, Sophia. super, vielen Dank. Kein Noch Problem, eine nicht gute dafür. Heimfahrt später. Eine hoffentlich heile Heile und Heimfahrt. kurze Fahrt. Ja, Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf alle Fälle. So, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Nur ziehen. Also Sophia, GT3. GT3 hat keine Schlaufen, nur der RS. Achso, ja. Stimmt. So, ihr lieben Leute, das war's von dem neuen 64. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Der Klaus ist auch gerade noch eine Runde gefahren. Klaus, was meinst du denn? Richtig geiles Auto. Also ich bin noch nie irgendwie Oldtimer gefahren. Ich bin noch kein Auto gefahren, was älter war als Baujahr, weiß ich nicht, 98 vielleicht. Sonst fährt er immer Und dann war das ja auch noch ein Porsche. GT3. Ja, hier. Das ist, das fährt von Aber es ist was alleine anderes, eigentlich. ne? Ist ja, was anderes. ist was anderes. Also der 964 ist schon Hammer zu fahren. Ist ein richtig geiles Gefühl mit den Sitzen, mit der Schaltung. Ich habe es mir ganz anders vorgestellt und ich war positiv überrascht. Ja,
Also, Da weiß man jetzt, was man am GT3 hat. wir sehen uns beim nächsten Mal, liebe Leute. Ciao. Tschüss.